Yes, Freunde, wir sind im Viertelfinale der Champions League. Yes, und Arda Güler und Vini Junior haben rasiert. Da wollen wir drüber sprechen und uns alle anderen Spiele auch angucken, beziehungsweise Spieler und meinetwegen auch die anderen Spiele, die bis dato waren. Und ja, es war sehr aufregend, würde ich sagen. Am Anfang habe ich gedacht, ja, oder ich wusste ja, dass City so reinhauen würde. Aber ich habe mir doch gedacht, wir kriegen das hin. Und so war es auch. Aber war das auch alles so richtig mit den Elfmeter und so weiter und so fort? Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid. Hala Madrid. Und schön diesen Kanal abonnieren. Das wird mir natürlich weiterhelfen. Und damit wir hier größer werden, Freunde. Ja. Was war denn das für ein Spiel? Also 2-1 auf City gewonnen. Oder bei City. Pep Guardiola ist raus, Haaland ist raus, Haaland wirklich 2 Spiele nicht gut, hat zwar das Tor gemacht, aber ja, man konnte sehen, dass er nicht wirklich begeistert war. Ja, er war nicht wirklich begeistert. Und ich weiß nicht, manchmal war er ein bisschen angeschlagen, er wurde auch ausgewechselt. Da habe ich mich auch gefragt, okay, er nimmt den besten Stürmer eigentlich raus, mit denen es gibt und den City hat. Und naja, aber auf jeden Fall, City hat alles gegeben, muss man ja wirklich auch mal gestehen. City hat wirklich alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Wir waren einfach stabil. Aber ganz ehrlich, wir kommen gleich nochmal zu Vini. Vini hätte meiner Meinung nach 6 Tore machen müssen. Ja, fast schon müssen, ne? Aber hat er nicht gemacht, aber er hat 2 gemacht. Und ja, und Arda Güler, da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, werden wir die Spieler, oder wir machen das eigentlich gleich, darum geht's ja eigentlich aus. Auch, also erstmal das ganze Spiel von unserer Mannschaft. Ja, wir hatten das eigentlich im Griff. Und Thibaut Courtois einfach wieder monströs gehalten. Aber der wurde ausgewechselt und zu unserem natürlich Ersatztorhüter, da kommen wir natürlich auch zu Lunin, oder sagen wir so, hat eigentlich auch richtig gut gehalten in der Zeit, wo er drin war in der zweiten Halbzeit. Ja, aber hinten raus, wir haben eigentlich City kommen lassen, aber wir hatten das eigentlich jedes Mal im Griff. Natürlich haben wir ein bisschen zu viele Chancen zugelassen, aber das war ja auch abzusehen, dass City auf jeden Fall wollte. Ja. Und Rodri nur mal nebenbei, weil wir den ja kaufen wollen, war für mich natürlich, also ganz ehrlich, bitte nicht kaufen. Das ist nicht mehr der Rodri, den wir kennen. Ja. Aber an sich, wir standen stabil. Insgesamt haben wir tatsächlich eine 7,0 Bewertung bekommen. Ja, also, ja, könnte man vielleicht so stehen lassen insgesamt. Ja, aber wir gehen jetzt mal die Spieler durch. Courtois hat hier eine 7,0 bekommen. Courtois war für mich, also besser als 7,0, auch wenn er nur eine erste Halbzeit gespielt hat, weil er hat da, wo er halten musste, war er einfach perfekt da. Der 7,0 ist absolut schwachsinnig. Natürlich klar auf eine Halbzeit gerechnet, aber naja. Rüdiger 6,2. Also 6,5 kennt er es auch. Er war jetzt nicht so auffällig, er war aber da, es war in Ordnung, konnte man jetzt nicht so viel zu sagen. Trent hat 7,4, ja, könnte man sogar 7,7 nehmen, 7,8. Der war eigentlich stabil gut da, nach vorne, nach hinten, hat zwar auch gelb gesehen, aber fand ich, hat eine gute Partie gemacht. Hausen mit 6,9 finde ich ehrlich gesagt schwachsinnig. Also eine 7,5 auch da, 7,8. Ich finde, Hausen war also habe ich ein anderes Spiel gesehen? Also Footmob hier, weiß ich nicht, aber Hausen war mit einer der Besten damit hin. Oder habe ich irgendetwas verpasst? Ja, er war beim Gegentreffer, er war ein bisschen weit weg von Haaland, meines Erachtens. Er ist dann auch in die Ecke gerannt, wo, glaube ich, Rüdiger war. Aber eine 6,9, nein, niemals. Garcia 6,6, ja, das kann man so stehen lassen. Valverde 7,0, finde ich auch nicht. Hätte auch eine 7,5 gegeben. Bei mir hätte natürlich seine erste Chance gleich am Anfang, ich glaube in der 9. Minute, der 6. Hätte er rüberlupfen müssen. Eigentlich hätte ich auch gedacht, so wie er drauf ist, dass er es macht. Leider nicht. Aber er war besser als eine 7,0. Er war auch schon überall und hat, so wie man ihn kennt, richtig gut gearbeitet. Pitac, wenn richtig ausgesprochen, 6,7. Also für einen jungen Spieler, der gerade da, sag ich mal, neu rein, also eine 7. Er war eigentlich immer da, hat die Bälle so hin und her mit Arda Güler geschossen, hat nicht groß, glaube ich, Fehler gemacht. Eine 7 hätte da auch gereicht, ja.
Dann kommen wir zu Tchouaméni oder Tchouaméni, wie ich immer so gern sage, 8,4. Ja, natürlich. Aber guck mal, ich finde auch ihn, er war genauso, er war da, aber auch nicht so wie sonst und er kriegt eine 8,4. Ada Güler eine 7,3. Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das hier bewertet von den Jungs, aber ganz ehrlich, ne, ohne jetzt, war stabil, er ist so und so die letzte Zeit richtig gut. Einer mit unser Besten, das darf man nicht vergessen. Tchouaméni ist einer mit unser Besten aktuell, ne? Aber dass er so weit ist vor Ada Güler, weil Ada Güler, da kommen wir nämlich jetzt zu, oder gleich, wir nehmen erstmal Brahim Diaz, der eigentlich immer, eine 6,6 ist auch schwachsinnig, weil mit seinen Pässen, Lupf rüber, er ist eigentlich mal da, schnell, hätte er auch eine 7,4 haben können. So, und jetzt kommen wir zu Vini und Ada. Das sind die letzten, die nehmen von der Bank, ja, da muss ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber Vini und Arda Güler waren die besten, finde ich. Deswegen kann ich die Bewertung von Arda Güler 0 zustimmen, weil er hat rasiert. Damit meine ich, hat zwar kein Tor gemacht, aber habt ihr gesehen, wo Arda war? Ich habe das Gefühl, ich habe immer die erste Halbzeit gesagt, was macht der denn da? Der spielt ja Abwehr. Der war wieder vorne, dann war er wieder eine Abwehr. Habt ihr die Pässe gesehen? Jeder Ball kam an. Jeder Pass durch überall, egal wo er hingeschaut, der Ball kam einfach an. Eine 7,4. Ich weiß ja auch nicht, ob die was getrunken haben, aber das ist absolut Quatsch. Also eine 8,5 hätte genauso sein müssen. So, Vini natürlich klar, ist MVP geworden. Aber Junge, der hätte mindestens 5 Dinger machen können. Das waren ja, also ganz ehrlich, sein Elfmeter, okay, ein Glück hat er nicht wieder wie so ein Känguru gesprungen, wie so ein Räder, sondern hat das Ding ordentlich reingemacht. Aber dann die Chance gleich danach. 1-2, das wäre schon zu Ende gewesen. Da wäre schon 3-0 gewesen oder 3-1 meinetwegen auch. Und dann nachher wieder so eine Dinge. Also das ist nicht gut. Er hat da viel liegen gelassen. Das muss natürlich vor allen Dingen jetzt im Viertelfinale gegen den FC Bayern, und ich sage das jetzt schon, auch wenn heute Mittwoch ist, jetzt, ne, wenn ihr das Video jetzt um 16 Uhr seht, heute Abend spielt der FC Bayern. Der hat aber 6-1 gewonnen. Davon gehe ich von aus, dass wir gegen Bayern spielen. Und das wird der Test des Jahres, meiner Meinung nach. Das sage ich jetzt schon seit Wochen. Wenn wir gegen Bayern spielen, ich glaube doch, dass ich der Einzige bin, der das sagt, das wird der Test des Jahres sein. Punkt. Weil das ist für mich, auch wenn ich es nicht so gern sage, ist aber nun mal mit einer, obwohl ich so langsam, da kommen wir gleich zu den anderen Spielen, Paris und so. Aber Bayern ist eine Herausforderung. Hinspiel, auch Rückspiel, egal. Die geben Feuer. Das ist eine ganz andere Mannschaft. Ich hoffe, dass Arbeloa, unser Trainer, das so hinkriegt, weil das wird ein anderer Gegner als City. Da ist City, ich habe das schon in meinem letzten Video gesagt, da ist City nichts gegen. Absolut nichts. Ist einfach so hart ausgedrückt, aber ich sag's einfach so, weil da muss man auch realistisch sein. Das ist schon ziemlich hart, ja. So, nun gucken wir uns die anderen Spiele mal an. Mich macht hier diese ganze Seite, es ist alles hier ein bisschen, ich muss jetzt mal ganz kurz, das nächste Mal mache ich die Fenster auf. Also, es ist unübersichtlich, ich weiß nicht, was das hier soll. Ach Gott, jetzt bin ich, ja, auf jeden Fall, machen das jetzt aus dem Kopf, sorry. Ganz ehrlich, also die Seite müssen wir ein bisschen besser machen, aber gut. Ich will jetzt noch nicht meckern, sonst bin ich da gern drauf und auch über die App und so, aber ja, auf jeden Fall, Arsenal hat Leverkusen 2-0 geschlagen. Das war fast vorauszuschauen. Leverkusen hat sich, sage ich mal, aber in den Spielen ja gut verkauft im Endeffekt, aber ja, Arsenal ist damit weiter. Und das wichtigste Spiel aber, was ich jetzt mal, also der norwegische Verein ist raus. War doch ein norwegischer Verein, ne? Das ist so eine kleine Mannschaft, da hat man gar nicht drauf. Mit 5-0 gestern leider verloren. Ja, 5-0, da haben wir gegen Sporting, jetzt habe ich auch die Liste, 5-0 gegen Sporting. Ja, das ist natürlich hart. Und dann Chelsea 0-3 gegen Paris. So, Paris ist wieder ein Ei der Stärke, das heißt, Paris ist gefährlich. Man muss auf Paris, ich bin kein Paris Saint-Germain-Fan, aber man muss leider aufpassen, sie sind wieder sehr gut. Das heißt, Bayern und Paris sind für mich
die Stärksten. Wer könnte jetzt okay sein? Heute spielt auch noch Barcelona gegen Newcastle. Ich gehe davon aus, dass Barcelona gewinnen wird. Es werden nicht viele englische Mannschaften überbleiben aus der stärksten Liga überhaupt, ne? Weil auch Liverpool, denke ich, wird das nicht so einfach haben, auch wenn sie zu Hause spielen. Und Tottenham, tja, ich glaube nicht, dass sie das noch drehen. Das heißt, es wird nur eventuell Arsenal oder vielleicht Liverpool dabei sein. Der Rest ist weg. Aber Gala ist unbequem, ne? Ja, und Bayern brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke mal, Bayern werden sich ausruhen, aber trotzdem werden sie 4-5-0 da machen. Ich glaube das schon. Das ist einfach so. Ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Ja, ich bin auf jeden Fall froh. Arda Güler und Vinny die Besten. Tchouaméni danach und der Rest eigentlich stabil. Wir haben das eigentlich locker runtergespielt, auch wenn wir sehr viele Chancen zugelassen haben. Aber es war klar, auf der Insel ist auch logisch. Aber irgendwie waren wir nie, und das muss man wirklich gestehen, auch im Hinspiel, wir waren im Achtelfinale nie wirklich in Gefahr. Irgendwie nie, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Nee. Das war eigentlich stabil. Und das ohne Mbappé, der natürlich zum Schluss eingewechselt worden ist. Ja, hätte ich jetzt auch was zu sagen können, aber da gibt's nicht viel zu bewerten. Er hat ja nicht so viel mehr gemacht. Das war ja fast Auslaufen. Das war ja Training, Warmlauf, Auslaufen, ne? Ja. Ja, schreibt mal runter und dann folgt mir, wie gesagt, verlinkt dieses Video, macht am besten jeden zeigen das Video und dann sehen wir uns bald wieder, wahrscheinlich morgen, ne? Und meine Videos kommen, wie gesagt, immer 16 Uhr, außer am Wochenende, da werden sie vorgezwitscht oder jedenfalls so ein bisschen hin und her. Kommt darauf an, wie die Spiele sind, aber selbst habe ich erst überlegt, nach dem Spiel, jetzt nach dem Champions League Spiel, dann auch früher zu hauen, aber nein, man sollte immer irgendwann, jetzt ist ja auch schon ein bisschen mehr Follower, es läuft ja sehr gut und ein Kanal sollte immer eine feste Uhrzeit haben und die ist im Moment 16 Uhr, ist eigentlich ganz gut und dementsprechend ja, schaut auf jeden Fall morgen wahrscheinlich wieder vorbei und da würde ich sagen, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.